we have just finished our School of the Prophets here in Portugal, So haben wir gerade erst unsere Schule der Propheten hier in Portugal abgeschlossen and we've covered quite a large amount of information. und wir haben viel Information hier behandelt. And what we thought we would do Und was wir gedacht haben, was wir jetzt hier tun werden, is to cover some of the subjects that we've addressed here at this school in a more condensed and concise fashion. ist, dass wir die Themen, die wir während der Schule behandelt haben, nochmal zusammenfassen und zusammenballen. The overarching theme of this school, at least with respect to my presentations, Das umfassende Thema dieser Schule, zumindest in meinen Präsentationen, has been the relationship of prophecy and morality. ist diese Verbindung von der Prophetie und der Moral. In our movement, there has been a great amount of misunderstanding on the relationship between these two words. In der Bewegung war ein großes Missverständnis von diesen Verbindungen dieser zwei Worte. And we spent many classes trying to understand the relationship between these two words. Und wir haben viele Stunden damit verbracht, die Verbindung dieser zwei Worte zu verstehen. What I want to do in addition to that, Was ich dem noch hinzufügen möchte, if there is time, wenn es die Zeit dafür gibt, is to briefly review the subject of Jacob's time of trouble. möchten wir nochmal kurz die Geschichte oder die Zeit der Trübsal von Jakob nochmal wiederholen. And a third component of our classes I want to look at Und eine dritte Komponente, die ich in diesem Unterricht hier behandeln möchte, is our understanding of Daniel 11 verse 40. ist das Verständnis, das wir über Daniel 11, Vers 40 haben. I know there are a number of people who have joined us. Ich weiß, dass es eine Anzahl von Leuten hier jetzt online dabei sind. I want to encourage people to ask questions. Und ich möchte Leute dazu ermutigen, Fragen zu stellen. I understand that you're able to do that through the chat facility of Zoom. Und wie ich das verstehe, wie das funktioniert, ist durch diesen Chat, den Zoom anbietet. Sister Tamina has got a copy of that chat table open, Schwester Tamina hat diesen Chat offen and she's able to read your questions. und sie kann dann eure Fragen lesen. So I'd like to try to make the class as interactive as possible. Also versuchen wir hier den Unterricht so interaktiv wie möglich zu haben. So please ask your questions. Also bitte fragt eure Fragen. I can't promise to be able to answer all of them, Ich kann nicht versprechen, dass wir sie alle beantworten können. and I would ask that those brethren from the United States Und ich möchte gern fragen oder beziehungsweise die Geschwister aus den Vereinigten Staaten, whose camp meeting this is, das ist ja ihr Camp-Meeting, would take the opportunity to ask the questions that concern them. dass sie hier diese Möglichkeit nutzen, um ihre Fragen zu stellen. I mentioned that I want to try to look at 3 subjects. Ich habe erwähnt, dass ich versuchen werde, 3 Themen zu betrachten. So depending on time, hopefully we'll get through them. Abhängig von der Zeit hoffe ich, dass wir da durchkommen. But what I would not want to do is to rush through any particular topic. Aber ich hoffe, ich möchte durch keine Themen hindurch rauschen. At this school, we've done a particularly large amount of classes. An dieser Schule hatten wir sehr viele Klassen I think just my presentations are around 130. und ich glaube, nur allein schon meine Präsentationen sind ungefähr 130. A pretty consistent complaint that I've received Eine ziemlich beständige criticism Anklage oder Problem, was an mich herangetragen wurde, is that people
don't actually understand what I'm saying. ist, dass die Leute Schwierigkeiten haben oder nicht verstehen, was ich eigentlich sagen möchte. And that's the people who have been participating in these classes. Und das sind diese Leute, die Leute, die Teil an diesem Unterricht hatten. So if you're one of those people and you're watching these presentations, Also wenn du jetzt eine dieser Personen bist und diese Präsentation anschaust, please ask your questions. dann bitte fragt eure Fragen. I want to try to have as many people understand what I'm trying to put across as possible. Ich möchte versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. So we're going to begin our studies, Also wir fangen unser Studium jetzt damit an, I guess in reverse order. und zwar wahrscheinlich von hinten. So I want to look at Daniel 11, Also wir schauen erst Daniel 11 an, verse 40. Vers 40. Most of us know Die meisten wissen, that we have a very fixed position on what verse 40 teaches. dass wir eine sehr feste Idee oder Einstellung darüber haben, was dieser Vers 40 lehrt. So I don't know who's actually watching these classes, so some of this may be very basic. Also ich weiß jetzt nicht, wer diesen Unterricht hier schaut, aber es scheint hier vielleicht sehr grundlegend zu sein. But I do want to read verse 40 to us. Aber ich möchte, dass wir Vers 40 lesen. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Just something about translation. I think, I hope that all of us know Ich hoffe, dass alle von uns wissen, that this movement's position on this verse dass die Einstellung oder die Position, die diese Bewegung nimmt, is defined in the magazine called The Time of the End. oder aufgezeigt wird in diesem Magazin Time of the End, Zeit des Endes, Written by Elder Jeff Pippinger. welches von ältesten Jeff Pippinger geschrieben wurde. And again, most of us should be aware Nochmal, ich denke, die meisten sollten damit vertraut sein, that the way we approach this verse dass die Art und Weise, wie wir an diesen Vers herangehen, is that we look at it in two parts. ist, dass wir ihn in zwei Weisen betrachten oder in zwei Teilen. We often call it 40 Part A and Part B. Wir nennen das oft Vers 40 Teil A und B. Part A, Teil A, if you were to read the English, wenn man das Englische jetzt lesen würde, would end at the colon after the word him. würde jetzt bei diesem Doppelpunkt nach diesem Wort him, er, enden. And at the time of the end shall the king of the south push at him, colon. Also zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. That would be 40 Part A, and the rest of the verse would be 40 Part B. Das wäre jetzt Teil A und der Rest des Verses wäre dann Teil B. The way we've taught this verse Die Art und Weise, wie wir diesen Vers gelehrt haben, is that there is only one correct interpretation, one correct reading of this verse. ist, dass es nur eine korrekte Interpretation dieses Verses gibt, dass man ihn nur auf eine Art und Weise lesen kann. And any other perspective is wrong. Und jede andere Perspektive oder Einstellung ist falsch. The way this verse has been taught Die Art und Weise, wie dieser Vers gelehrt wurde, is with many assumptions pre-built into that model. ist, dass man mit viel voreingenommener Wissen oder Meinungen dass das da drauf aufbaut. And what we often do not state explicitly Und was wir oft nicht ganz genau sagen, is the assumptions that we have made. ist, dass diese Annahmen, die wir damit reingenommen haben. What I want to suggest Was ich vorschlagen möchte, is what we do was wir tun, is we take Daniel 11 verse 40 ist, dass wir Daniel 11, Vers 40 nehmen and we see that this verse is repeated and enlarged upon in the book of Revelation.
Und wir sehen, dass dieser Vers wiederholt und erweitert wird, und zwar in diesem Buch Offenbarung. So I'll ask a question. If someone answers quick enough, we'll read the answer out. Also ich frage jetzt eine Frage, und wenn jemand schnell genug antwortet, dann lesen wir die Antwort vor. If I were to put verse 40 here on the board, Wenn ich jetzt hier Vers 40 auf die Tafel zeichne, and I was to say that this verse is repeated and enlarged upon in the book of Revelation, und wenn ich sage, dass dieser Vers wiederholt und erweitert wird in Offenbarung, where would you go in that book to find its enlargement? wo in diesem Buch würde man denn hingehen, um diese Wiederholung und Erweiterung zu finden? So far nothing. Okay, so no one's answering. Also keiner antwortet hier. So I don't know if that's because we're shy or people don't know, Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, weil wir scheu sind oder es jemand nicht weiß, or maybe it's a new concept. aber vielleicht ist es auch ein neues Konzept. I suspect for some people it is a new concept, Ich denke, für manche ist es ein neues Konzept. Someone says verse 36 to 39. so someone has quoted verses 36 to 39, which is Daniel 11, Jemand hat hier Vers 36 bis 39 gesagt, welches Daniel 11 ist. but I'm looking for somewhere in the book of Revelation, not within the chapter itself. Aber ich schaue hier nach einem Abschnitt in Offenbarung, nicht unbedingt jetzt in Daniel 11. Revelation 13 maybe? Who said that? Daisy? So Sister Daisy has told us that we could go to Revelation 13. Also Schwester Daisy hat uns gesagt, dass wir hier eventuell zur Offenbarung Kapitel 13 gehen können. So if you turn to Revelation 13, Gehen wir jetzt mal zur Offenbarung Kapitel 13. could you give us the verse that you were thinking of, Sister Daisy? Schwester Daisy, könntest du uns den Vers geben, wo du denkst, dass man es dort findet? So I'm going to put verse 3. Also ich markiere jetzt Vers 3 I her. don't know if that's what the verse that you were thinking of. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Vers ist, den du im Kopf hattest. We'll read the verse. Wir lesen diesen Vers. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Now, if you were to go to Revelation 13, verse 3, Wenn man jetzt zur Offenbarung 13, Vers 3 geht, to see the repeat and enlargement of Daniel 11, verse 40, um die Wiederholung und Erweiterung von Daniel Kapitel 11, Vers 40 sehen zu können, then you should be able to go to another passage in the book of Revelation as well. dann sollte man auch zu einem anderen Abschnitt in Offenbarung gehen können. Does anybody have Hat irgendjemand hier eine suggestion? Idee? Ein Vorschlag? No. So, Revelation 13:11. Offenbarung 13, Vers 11. So Revelation 13:11 Offenbarung 13, Vers 11 speaks about another beast spricht über ein weiteres Tier, that rises up out of the earth. das aus dem Erdreich herauskommt. So I want to suggest that that's not a repeat and enlarge of verse 40. Ich würde vorschlagen, dass es keine Wiederholung, eine Erweiterung von Vers 40 ist. Emma says Vers 10. Revelation 13, verse 10. So Revelation 13, verse 10 Offenbarung Kapitel 13, Vers 10 says, He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, soll er durch Schwert getötet werden. So verse 10 Vers 10 is connected to verse 40, ist verbunden mit Vers 40, but it's only the first part of the verse. aber es ist nur der erste Teil des Verses. It doesn't include part A and part B.
Es tut nicht Teil A und Teil B einschließen. And we'll see that in a moment. Und wir sehen das in einem Moment. So I want to take you to Revelation 17. Also ich möchte euch jetzt zur Offenbarung 17 führen. And can anybody find the verse? Und kann jemand hier den Vers sehen? There may indeed be more than one. Es kann sein, dass es mehr als ein Vers ist. Any thoughts? Irgendwelche Gedanken? Is it verse 12 and 13? That's my thinking. So Sister Tamina says verse 12 and 13. Schwester Tamina meinte Vers 12 und 13. Someone says verse 10. Someone else has said verse 10. Linda, verse 8. Linda, verse 8. Curtis, verse 8. I'd Sorry, like Linda, verse 10. Curtis, verse 8. so I'd like to go with Brother Curtis's proposal, which is verse 8. Also wir nehmen jetzt den Vorschlag von Bruder Curtis, das ist nämlich Vers 8. We'll begin there and see if there are other verses. Wir fangen dort an und schauen, ob es da noch andere Verse gibt. So 17:8 Offenbarung 17, Vers 8. says, "The beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless pit." Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und wirst aus dem Abgrund heraufkommen. And then the last part of the verse repeats that thought. Und der letzte Teil dieses Verses wiederholt den Gedanken nochmal. And then someone mentioned verse 10, I think. Und jemand hat dann Vers 10 erwähnt. And I want to not put verse 10 down. Did anybody else come up with some other options? Vers 10 ist, glaube ich, jetzt kein guter Vorschlag. Hat noch jemand andere Verse? Well, mine was 12 and 13. Who? Mine. Oh, someone said, Sister Tamina said 12 and 13. I want to put verse 11 down. Also ich möchte hier Vers 11 noch markieren. So when you go to verse 40, Daniel 11, Wenn man zu Vers 40 geht in Daniel Kapitel 11, the way we approach this verse die Art und Weise, wie wir an diesen Vers herangehen, is the first part, and at the time of the end, ist dieser erste Teil zur Zeit des Endes. the king of the south Der König des Südens shall push soll against him. gegen ihn vorgehen oder angehen, And gegen then ihn there's a kämpfen. break. Und dann gibt es da eine Pause And then it says, und dann sagt es, the king of the north der König des Nordens shall come against him soll jetzt gegen ihn kommen as a whirlwind, wie ein Wirbelwind, with chariots and horsemen and ships. mit Schiffen, mit Reitern und mit Wagen. This is part A, Das ist Teil A and this is part B. und das ist Teil B. So the way we understand this verse Also die Art und Weise, wie wir diesen Vers verstehen, is that this is France ist, dass dies Frankreich ist, that comes against the papacy das gegen das Papsttum angeht, in 1798 im Jahre 1798, at the time of the end. zur Zeit des Endes. And then what we do Und was wir dann tun, is we create another story, ist, dass wir eine weitere Geschichte kreieren and we take this phrase, und wir nehmen diesen Satz and at the time of the end, und zur Zeit des Endes we say that two things are going to happen at the time of the end. und wir sagen, zwei Dinge passieren zu der Zeit des Endes. We say that part A will happen at the time of the end, and therefore part B will also happen there. Und wir sagen, Teil A wird zur Zeit des Endes passieren und deswegen auch Teil B. But what we subtly do Aber was wir unterschwellig tun, is we project Revelation 13 and 17 onto these verses. Sorry, onto this verse in its two parts. ist, dass wir diese Kapitel Offenbarung 13 und 17 auf diese zwei Teile dieses Verses drüberlegen. And in doing so, Und wenn wir das tun, what we identify was wir dann aufzeigen, is the deadly wound in part A, ist, dass diese tödliche Wunde in Teil A, and I'm using Revelation 13 verse 3 language, und ich benutze hier die Sprache aus Offenbarung Kapitel 13, Vers 3, and then in part B, und in Teil B it speaks about that wound being healed. spricht es darüber, dass diese Wunde geheilt wird. And
The healing of the wound Und dieses Heilen der Wunde in this history, part B, in dieser Zeit, hier in dieser Geschichte Teil B, we see this is the papacy da sehen wir, dass das Papsttum ist, that comes against das gegen the king of the south, den König des Südens kommt, which I will just call Russia. den ich hier einfach jetzt mal Russland nenne. But I'll put in parenthesis the USSR. Aber ich mache hier jetzt noch in Anführungsstrichen die USDR in Klammern. And the relationship between these two is an important part of this story, Und but we're not going to discuss that. wir werden das jetzt nicht diskutieren, aber diese Verbindung dieser zwei ist sehr ein wichtiger Teil dieser Geschichte. And we give a date for this, Und wir geben dafür auch noch ein Datum, 1989, 1989. and as per our reading of the verse, Und so wie wir den Vers hier lesen, we say at the time of the end. sagen wir oder nennen wir das auch zur Zeit des Endes. So this is how we approach this verse. Das ist, wie wir an diesen Vers herangehen. If you go to Revelation 13, verse 3, Und wenn wir zur Offenbarung, Kapitel 13, Vers 3 gehen, just want to identify the words in the verse as they map over Daniel 11, verse 40. da möchte ich einfach diese Worte aus diesem Vers nehmen und aufzeigen, wie sie über den Vers 40 in Daniel 11 gelegt werden können. Verse 3. Vers 3. There is a beast that has 7 heads. Da gibt es ein Tier, das hat 7 Köpfe. This is identified in verse 1, Und das wird uns in Vers 1 gezeigt. 13:1. Im Kapitel 13, Vers 1. Stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up, having 7 heads. Also ich sehe hier ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das 7 Köpfe hat. Verse 2 Vers- gives a description of this beast. Vers 2 gibt uns dann eine Beschreibung dieses Tieres. Now, beginning around 2016, Ungefähr Anfang dem Jahre 2016 in this movement, there's been some discussion about who and what this beast is. fing eine Diskussion darüber an, wer und was dieses Tier ist. And the reason why there's been this discussion Und der Grund, warum es diese Diskussion gab, is because if you take one of Ellen White's famous quotes or passages on this verse, or these few verses, ist, dass wenn man eins der bekannten Zitate von Ellen White über diesen Vers oder Verse nimmt, she'll say that this beast is the papacy. da wird sie sagen, dass dieses Tier das Papsttum ist. And yet she has other quotes that say otherwise. Aber sie hat auch andere Zitate, wo sie etwas anderes sagt. And those other quotes refer to this beast as being a state power. Und diese anderen Zitate beziehen sich darauf, dass dieses Tier eine Staatsmacht So I want ist. us to hold on to that thought. Also ich möchte, dass wir diesen Gedanken jetzt festhalten. So the first part of the verse says, Der erste Teil dieses Verses sagt, verse 3, Vers 3, one of its heads were wounded to death. einer seiner Köpfe war wie zum Tode verwundet. That would be 13, verse 3, part A. Das ist Kapitel 13, Vers 3, Teil A. So that would be 13a. Das ist 13a. There would be a death here. 13.3a. Da gibt es einen Tod hier. Or what we would call the deadly wound. Oder wir nennen das auch die tödliche Wunde. This would be 3a. Und das wäre 3 Teil A. Then it says Und dann sagt es, that his deadly wound was healed. dass seine tödliche Wunde geheilt wurde. So here Also hier it talks about the wound is healed. spricht es darüber, dass die Wunde geheilt wurde. This would be 3b. Und es wäre 3b. This is how we've approached this verse. Das ist, wie wir an diesen Vers herangegangen sind. We've gone into the book of Revelation, Wir sind in das Buch Offenbarung gegangen. read 13:3, Wir haben 13 Vers 3 gelesen and said that Daniel 11 verse 40 is a repeat and enlarge of verse 3. Wir haben gesagt, Daniel 11, Vers 40 ist eine Wiederholung und Erweiterung von diesem Vers. Even though it may not have been taught that way to you, Auch wenn es dir so nicht gelehrt wurde,
I want us to see and recognize that is what we're doing. That's the approach that we've taken. So möchte ich, dass wir dennoch sehen, dass das die Herangehensweise an diesem Vers ist, dass wir das tun. So will someone mention verse 10? Jemand hat Vers 10 erwähnt. Verse 10 would go here. Vers 10 würde man hier markieren. He's gone into captivity. Er ist in die Gefangenschaft gegangen. And what else does he do? Und was tut er denn auch noch? He killed or delivered wounds to people, and therefore he must be killed. Er hat Wunden anderen hinzugefügt, deswegen wird auch er, und er hat getötet, deswegen wird auch er getötet. So I won't put 10 here, Also ich markiere jetzt hier nicht Vers 10, but that's where it would go. aber das ist, wo es hingehören würde. I want to go to chapter 17 Ich möchte zu Kapitel 17 gehen and see how this repeat and enlarge is used again. und ich möchte aufzeigen, wie diese Wiederholung und Erweiterung wieder benutzt wird. So I took us to verse 8. Wir sind zu Vers 8 gegangen. Now it's not talking about a head, it's talking about the beast itself. Also es spricht jetzt hier nicht über den Kopf, sondern das Tier selber. Now, this beast that's mentioned in verse 8 Dieses Tier, welches in Vers 8 genannt wurde, is first mentioned in verse 3, wird als erstes in Vers 3 erwähnt, Revelation 17. von Offenbarung 17. It's carried into the wilderness, Also er wird in die Wildnis gebracht saw a woman sitting on a beast, und er sieht eine Frau, wie sie auf einem Tier sitzt, and the beast had 7 heads. und dieses Tier hat 7 Köpfe. And I'm suggesting that the beast in chapter 17 is the same beast in chapter 13. Und ich schlage vor, dass das Tier in Kapitel 17 das gleiche Tier ist wie in Kapitel 13. And in fact, even though we're not going to look at it, Und auch wenn wir das jetzt nicht betrachten, so möchte ich dennoch erwähnen, this is the great red dragon of Revelation 12. dass dies dieser große rote Drache aus Daniel Kapitel of Revelation 12 oder Daniel 12? Revelation 12, Von Offenbarung 12 ist, which is called Satan. welcher Satan genannt wird, I think it says the devil. also der Teufel. So that great red dragon in chapter 12 Dieser große rote Drache in Kapitel 12 is the same beast of Revelation 13 and 17. ist das gleiche Tier wie in Kapitel 13 und 17. So I just paraphrase Revelation 12 verse 9, Also ich sage jetzt hier in meinen Worten Kapitel 12, Vers 9, where it says that that dragon was the devil and Satan, wo ich gesagt habe, dass dieser Drache der Satan und der Teufel ist. also identified as the serpent. Es wird auch als die Schlange aufgezeigt, genannt. In Revelation 13, In Offenbarung Kapitel 13 Ellen White will call it, in one place, the papacy, a church, and in another place, the governments of the world or state. wird Ellen White es einmal jetzt das Papsttum nennen und dann in anderen Zitaten wird sie es als eine staatliche Macht darstellen. But in Revelation 17, it clearly identifies that this power is state. Also mit dem Papsttum auch eine Kirche. Und in Offenbarung 17 wird uns aber deutlich gemacht, dass diese Macht, dieses Tier eigentlich eine staatliche Macht ist. Let me just summarize. Lasst mich nochmal zusammenfassen. We've done Revelation 13, Wir haben Offenbarung 13 hier behandelt. 7-headed beast. Ein 7-köpfiges Tier. One of its heads was killed and then is healed. Eines seiner Köpfe wurde getötet und es heilt dann wieder. Now we go to Revelation 17, Dann gehen wir jetzt zur Offenbarung 17 and we're in verse 8, und wir sind dort in Vers 8. and it says that the beast itself is killed. Und da heißt es, dass das Tier selber getötet wurde. We'll read that in a moment. Wir lesen das in einem Moment. I'm saying the beast in Revelation 17, verse 8, Ich sage, dass dieses Tier in Offenbarung 17, Vers 8 is the same beast of Revelation 13, ist das gleiche Tier wie in Offenbarung 13. because it has all the same characteristics, Denn es hat all die gleichen Charaktereigenschaften, except for the crowns of chapter 13, which we will not discuss. außer die Kronen aus Kapitel 13, über welche wir jetzt nicht reden werden. In 17, the beast dies. In 13, one of its heads dies. In Kapitel 17 tut das Tier sterben, während in Kapitel 13 nur eins seiner Köpfe stirbt. And therefore, if we were going to use
a parabolic methodology Und wenn wir jetzt die Gleichnislehre oder die Methode der Gleichnisse benutzen and we were to use one of William Miller's rules, which rule number? und wir benutzen die Regeln von William Miller, welche Regel würden wir benutzen? Anyone? Möchte jemand antworten? Rule number 5. Rule number 5. No one said that? No. So there's only a few of us in this class and we're giving all the answers. Also wir haben nur ein paar Leute hier im Unterricht und wir geben die ganzen Antworten. So I really want to encourage people to please put their answers out. Also ich möchte wirklich Leute dazu ermutigen, dass sie ihre Antworten in den Chat schreiben. Rule number 5. Regel Nummer 5. Simply stated, Ganz einfach gesagt, let the document that you're reading bedeutet es, dass das Dokument, was man liest, be its own dictionary. dass es sein eigenes Wörterbuch sein sollte. So you're required to trust the author of the work that you're reading Also man muss diesem Autor des Werkes, was man liest, vertrauen and not someone else who would give their own explanation. und nicht jemand anderen, der seine eigene Interpretation oder Erklärung gibt. The rule itself, Rule 5, explicitly speaks about the Bible. Die Regel selber, Regel Nummer 5, redet und handelt eigentlich über die Bibel. So if we're looking at Rule 5, Wenn wir Regel Nummer 5 betrachten, according to the verses that we've just looked at, what is the beast? in Bezug auf die Verse, die wir gerade erst betrachtet haben, was ist dieses Tier? Beast equals Das Tier ist gleich der nobody? Head. We didn't read kingdom anywhere thus far. Bis jetzt haben wir das Königreich nirgendwo gesehen. Someone says the papacy. Papacy again. Not the papacy, Nicht das Papsttum, the head. sondern der Kopf. So a beast equals head. Das Tier ist gleich der Kopf. It doesn't say papacy anywhere in the Bible. Allison says state. State, not state. Das Papsttum wird nirgendwo in der Bibel erwähnt. Es ist auch nicht der Staat, wie erwähnt wurde. This is 17:8, Das ist 17 Vers 8. and this is. Und das hier, someone says kingdoms. We've already given the answer, by the way. Wir haben bereits schon die Antwort gegeben. I don't know if there may be a delay. Probably there's. Der mag es eine Verzögerung geben. So we've gone to 13:3. Wir sind 13:3 gegangen. So we've allowed the Bible to define what the beast is and what the head is. They're interchangeable terms. Also wir haben der Bibel erlaubt, zu definieren, was dieses Tier ist. Es ist nämlich dieses Tier, ist auch gleich dieser Kopf. And we've based that upon the following principle, Und wir basieren das auf dem folgenden Prinzip. that the animal Und zwar, dass das Tier of 17 verse 3 von 17 Vers 3 is the same animal das gleiche Tier ist, of 13 verse 1. Vers 13, Vers 1. They've both got 7 heads, Sie haben beide 7 Köpfe. and it's the same animal in Revelation 12 Und es ist das gleiche Tier wie in Offenbarung 12, where it's called a great red dragon, wo es ein großer roter Drache genannt wird. and that's in 12:3. Und das ist in Vers 3 von Kapitel 12. So I'm hoping everyone can see that, and when I mean see, I mean they can understand that concept. Ich hoffe, dass jeder das sehen kann und dieses Konzept verstehen kann. So coming back to 17:8 Kommen wir jetzt zurück zu Kapitel 17, Vers 8. says the beast was Sagt, da heißt es, das Tier war and is not. und ist nicht mehr. So the beast is dead. Also das Tier ist tot. So that's 8a, Das ist 8 Teil A, which is the dead beast. welches das tote Tier ist. We'll write is not. Wir schreiben hier einfach in, ist nicht mehr. Then it says, Und dann sagt es, and it shall ascend. und es soll wieder aufkommen, hervorkommen.
which means I'm going to say to resurrect. wo ich sagen würde, es steht wieder auf, Wiederauferstehung. And it repeats this thought in the last part of verse 8. Und es wiederholt diesen Gedanken im letzten Teil von Vers 8. Is not, Es ist nicht, and then it says, yet is. und dann heißt es hier, aber dennoch ist es. So we've just used the word ascend. Also wir haben hier dieses Wort Wiederaufkommen benutzt, heraufkommen. And then I gave verse 11. Und dann habe ich hier Vers 11 erwähnt. Verse 11 says, Und Vers 11 sagt, the beast that was and is not, und dieses Tier, das war und nicht ist, you can see the is not again, da kann man wieder dieses nicht ist sehen. even he, Auch er, the he is, und er ist wer? who's the he, Sister Esther? Oder dieses es. You're not keeping track? Or it's too Um, difficult? In German it's it, not he. It would be it in German because they don't want to personify things. They want to keep it as an object or another living creature, not a person. Also im Deutschen wäre es ein es, weil die möchten nicht, dass dieses Wort personifiziert wird. So, verse 11, who's the he Vers 11, wer ist der er oder dieses es? or the it? Oder dieses es? Stay in the verse. The beast. 11. Also im Vers 11, das es wäre das Tier. The beast that is not, even he. Das Tier, das nicht ist, So that's the same beast. das ist dieses gleiche Tier. And what is he? Und was ist er? Brother Wolfgang, what is that beast? Was ist dieses Tier? Before that, Ähm, he said, number 7, before. one of the seven. Also es ist vor, dass es einer der 7 ist. Before it says it's one of the 7, it tells you what it is. Bevor diesem Vers, wo es heißt, einer der 7, It says, he is the 8th. da sagt es, er ist der 8. So we've got is not, Also wir haben hier dieses ist nicht mehr. shall ascend. Dann soll er aufkommen. Then we've got is not, Ist nicht. which is 11a. Welches 11a Hopefully we ist. can all see that. Mhm. And then Und dann in verse 11, in Vers 11, what would he put here? was würde man denn hier markieren? Number 8. Hier ist. This is 11b. Er ist Nummer 8. Das ist Teil B. Hopefully we're okay with all of that. Ich hoffe, dass wir alle damit vertraut sind. Now, if you've got any questions, please ask them now. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte jetzt. If you're not clear what I've done, Wenn ihr nicht sicher seid, was ich hier getan habe. in fact, what I've just done Was ich gerade getan habe, is given a very brief overview ist, dass ich einen kurzen Überblick gegeben habe of the approach that we have taken of Daniel 11 verse 40. über die Herangehensweise von Daniel 11, Vers 40. Even though you may not have been taught it that way, Auch wenn das dir nicht so gelehrt wurde. I'm just trying to take the lights out of that board. Hopefully that should be a bit better. Okay, so I'm hoping everybody has kept up with that. Ich hoffe, jeder konnte hier mithalten. What we've done Was wir getan haben, is we've taken three verses from Revelation, from the book of Revelation, ist, dass wir 3 Verse aus dem Buch Offenbarung genommen haben. This is chapter 13, Das ist Kapitel 13, chapter 17, Kapitel 17 chapter 17.
und nochmal Kapitel 17. We've taken these three passages Und diese 3 Abschnitte haben wir genommen. and we've made no application. Wir haben keine Anwendung gemacht. All we did was just read the verses. Alles, was wir getan haben, ist diese Verse zu lesen. So when we came to this, using rule number 5, Und wenn wir das hier jetzt benutzen, indem wir Regel Nummer 5 nehmen, people wanted to give applications here. da wollten Leute hier Anwendungen I erwähnen. think I heard two answers, kingdom and papacy. Ich glaube, ich habe hier 2 Antworten gehört, nämlich das Königreich und das Papsttum. Now when we use these rules, Und wenn wir diese Regeln benutzen, we need to be careful, dann müssen wir vorsichtig sein, especially with rule number 5, insbesondere mit Regel Nummer 5, how we use that rule. wie wir diese Regel benutzen. It could not be papacy because the Bible doesn't mention the word papacy Es kann das- anywhere, in fact. Es kann nicht das Papsttum sein, weil die Bibel das Wort Papsttum nirgendwo benutzt. And it didn't say it was a kingdom. Und es hat es auch nicht gesagt, dass es hier ein Königreich ist. The verses that we looked at, Den Vers, den wir betrachtet haben, Revelation 13 and 17, Offenbarung Kapitel 13 und 17, the way we connected these two together was by what? die Art und Weise, wie wir die miteinander verbunden haben, war wie? By death. Durch diesen Tod. 13 says that the head died, and 17 says that the beast died. In Kapitel 13 sehen wir, dass dieser Kopf getötet wurde und in Kapitel 17 sehen wir, dass das Tier getötet wurde. So what we can see Also was wir sehen können, is this animal ist, dass dieses Tier can be symbolized by the beast or the animal itself, but also by its heads. kann durch dieses Tier repräsentiert werden, aber auch durch die Köpfe. And that's an important principle to understand. Und das ist ein wichtiges Prinzip, was man verstehen muss. At this stage, An diesem Punkt I would often go into an example of this, würde ich oft ein Beispiel bringen, how the whole of an animal can also be symbolized by a part of the animal. wie das ganze Tier auch durch einen Teil des Tieres repräsentiert werden kann. But what I found is if I do that in a camp meeting style like this, people get lost when you start digressing, so I won't do that. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wenn man hier so an einem Camp-Meeting-Seminar ist und ich das dann mache, dass dann Leute den Faden verlieren. So I won't give a secondary proof for this. Also ich gebe jetzt hier keinen zweiten Zeugen sozusagen dafür. We know this is a clear, good first testimony. Wir wissen, dass es ein deutlicher und guter erster Zeuge That hier the ist. beast, Revelation 17:8, is the head, Revelation 13:3, because they both receive a deadly wound or they both die. Hier das Offenbarung 17, Vers 8, das Tier diesen Kopf in Offenbarung 13, Vers 3 widerspiegelt, denn sie beide erhalten diesen Tod, sie werden getötet. But that connection Aber diese Verbindung is based upon another one. ist basierend auf einer anderen. And that's based upon the connection that these three animals in these chapters are all the same. Ist, dass diese Tiere in diesen 3 Kapiteln alle die gleichen sind. They have one common characteristic. Und sie haben Sorry, eine two. oder 2 gemeinsamen Charaktere, They all have 7 heads Eigenschaften. Sie haben alle 7 Häupter and 10 horns. und 10 Hörner. The description may be different, but they all have the same characteristic. Die Beschreibung mag vielleicht unterschiedlich sein, aber sie haben alle die gleichen Eigenschaften. Now, I did say Ich habe gesagt, in verse 3, in Vers 3, Revelation 13, Kapitel 13, connected to verse 1, in Verbindung mit Vers 1, that Ellen White says this beast dass Ellen White sagt, dass dieses Tier is the papacy. das Papsttum ist. But I've said Aber ich habe auch that gesagt, they're all the same animal. dass sie alle das gleiche Tier sind. And in Revelation 17, Und in Offenbarung Kapitel 17 John is going to use another repeat and enlarge technique. wird Johannes nun eine weitere Wiederholung und Erweiterung Technik anwenden. So he's going to have 3. Also er hat jetzt hier 3. I'll give them in the order. Ich gebe sie jetzt in der richtigen Reihenfolge. So we'll put equal signs here. Und wir markieren jetzt hier Gleichheitszeichen. So what I want us to do is
have the verses and the symbols. Was ich hier möchte, ist, dass wir jetzt hier die Verse haben und die Symbole. So we've got beast, Also wir haben ein Tier, which is which verse? welches welcher Vers ist. In Revelation 17. Jetzt sind wir in Offenbarung Vers 17. Where do we see beast? Wo sehen wir das Tier? Vers 17, Vers 3, 17:3. 17, 3, So this is verse 3. Vers 3. So the beast is what? Also das Tier ist was? There are 3 symbols that this beast is Da gibt es 3 Symbole, was dieses Tier ist. in Revelation 17. In Offenbarung 17. I'll give a second for people to answer if they're going to on the So far chat. nothing. Ich gebe hier noch einen Moment, dass Leute Antworten geben können. Head. Someone says head. Not head. Nicht der Kopf. Mountain. Woman. Let me check. Lasst es mich nochmal hier betrachten. Not. I don't want to do mountain, Ich möchte auch den Berg hier nicht benutzen. but if the person wants it, that was Sister Daisy, Ja. Curtis says woman. because it says 7 mountains. Denn es sagt hier 7 Berge That was verse 9. und das ist Vers 9. So we'll put that there. Wir markieren das jetzt hier. 7 mountains. 7 Berge. So that's correct. Das ist richtig. Verse 9. Vers 9. So Brother Curtis says that the beast is the woman. Bruder Curtis sagt, dass das Tier die Is that Frau ist. So I want to suggest that the beast is not the woman. Ich würde auch vorschlagen, dass das Tier nicht die Frau ist. We're in verse 3. Wir sind in Vers 3 It says a woman was sitting on the beast. und es sagt hier, dass die Frau auf dem Tier sitzt. So the woman is sitting on the beast, the woman is not the beast. Curtis says Kings of the Earth. Also die Frau sitzt auf dem Tier und sie ist nicht das Tier selber. So if we go back one verse, Wenn wir einen Vers zurückgehen, verse 2, Vers 2, it says da sagt es kings. Könige. And then there's one more. Und noch ein weiteres Symbol. Waters. So we're in verse 1, In Vers 1, which is water. welches Wasser ist. Doesn't say water, it says. Was sagt es hier? In the English, oh, it says waters, yes. That's Es good. sagt hier Wasser. So we've got water, Also wir haben das Wasser, we've got kings, wir haben die Könige and we've got beast. und wir haben auch das Tier. And Sister Daisy kindly gave us mountains. Und Schwester Daisy war uns so freundlich, hier Berge zu geben. And there's 7 of them. Und da gibt es 7 davon. And you'll see Und man sieht, that it says sit, dass es hier sagt, sitzt, sit, sitzt sit. und auch wieder sitzt. With the kings, she's not sitting, but what is she doing? Mit den Königen, was tut sie hier? Sie sitzt da nicht. I'm going to say that she sleeps. Also ich sage, sie schläft hier mit She den sleeps with Königen. the kings. Sie schläft mit den Königen. So we know that the beast is kings and the kings is state. Also wir wissen, dass das Tier die Könige sind und die Könige sind der Staat. We know that the waters are what? Und wir wissen, dass die Wasser was sind? People, Leute. which is verse. Und das ist Vers? No. You said the waters are people. How do you know they're people? Also du hast gesagt, das Wasser sind Leute oder Nationen. Woher wissen wir das?
Which verse? Not 12. Nicht Vers No, we're in 12. chapter 17. Stay in chapter 17. Someone says 15. 15. Verse 15. Good. Who said that? James, Natalie, and Linda. Oh, we're all jumped in that. Verse 15. The waters are people, Also wir wissen, dass die Wässer Völker sind. multitudes, tongues, and nations. Also Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. If the nations, I'm saying they're kingdoms. Also mit Nationen, da sage ich, das sind dann Königreiche. So we have kingdoms, Also wir haben Königreiche. which I'll just say is kings. Also wir sagen, das sind einfach hier Könige. You have kings, Also Könige, kings, Könige and then mountains. und dann Berge. This was verse 9, Das ist Vers 9. and it says there's 7 mountains. Und da heißt es, dass es 7 Berge gibt. And what are those mountains? Und was sind diese Berge? You say? Does the beast have 7 mountains on it? Someone says that. Leo und James. Does the beast have 7 mountains on it? Hat das Tier 7 Berge auf sich? So we'll answer that in a moment. Wir beantworten das in einem Moment. Linda says kingdoms. Probably towards your So question. Sister Linda said kingdoms, and I'm assuming she's gone to verse 10. Und ich vermute, dass sie zu Vers 10 gegangen sind. If you go to verse 10, 7 horns or 7 kings. It's- Und wenn man zu Vers 10 geht, it says there are 7 kings. da sagt es hier, dass es 7 Könige gibt. So the 7 mountains of verse 9 Also die 7 Berge aus Vers 9 are the 7 kings Sind of die- verse 10. sind die 7 Könige in Vers 10. So the waters are kings. Also die Gewässer sind Könige. The kings are obviously kings. Die Könige sind ja offensichtlich Könige auch. And the mountains are kings. Und die Berge sind auch Könige. So we have 3 symbols which are all kings. So therefore the beast must also be a king. Also wir haben 3 Symbole, die alle aufzeigen, dass das Könige sind. Deswegen muss auch das Tier ein König sein. Königreich. Kingdom, Ein Königreich. which means it's state, Was bedeutet, dass es eine Staatsmacht ist, not church. nicht eine Kirche. So Brother Leon said, Bruder Leon meinte, are the 7 mountains? does the beast have 7 mountains on it? So it says, does the beast have 7 mountains on it? Die Frage ist jetzt hier, hat das Tier 7 Berge an sich oder aus sich? So the 7 mountains Also die 7 Berge are the 7 kingdoms sind die 7 Königreiche or the 7 heads. oder diese 7 Könige. And we've already identified that the head is the beast. Und wir haben bereits schon gesagt, dass dieser Kopf das Königreich ist. So we don't have a beast Also wir haben kein Tier, which has got 7 kingdoms on top of it. das keine 7 Berge auf sich hat, Rather, sondern eher we have a kingdom, haben wir ein Königreich, singular, das Singular, also einzeln which darstellt, is identified in 7 different ways. welches in 7 unterschiedlichen Arten und Weise dargestellt wird. Because a head is the beast itself. Denn der Kopf ist das Tier in sich selber. And we know that the beast is represented in 7 different ways because it says you have 7 kings. Und wir wissen, dass das Tier in 7 Arten und Weisen dargestellt wird. Wir wissen das, weil wir sehen, dass es hier 7 Könige hat. So let's summarize. Lass uns hier nochmal zusammenfassen. In the book of Revelation, In dem Buch der Offenbarung we have made no application yet. haben wir noch keine Anwendung getätigt. All we've done is just look at symbology. Alles, was wir getan haben, ist uns die Symbole anzuschauen. What have we discovered? Und was haben wir entdeckt? That the beast, Dass das Tier, the animal of chapter 12, 13, and 17, dass das Tier aus Kapitel 17, 13 und 12 is the same animal, ist das gleiche Tier and that it's a government or state power. und dass es eine Regierung bzw. eine staatliche Macht ist. It's identified as water, beast, and mountains in Revelation 17. Und es wird als Wasser, als Tier, Beast Water, and mountain. und der Berg dargestellt in Kapitel 17. The state or the kings. Also hier der Staat, die Könige. It says that the kings commit fornication or sleep with the woman.
Und hier heißt es dann, dass diese Könige Unzucht mit dieser Frau treiben, mit ihr schlafen. So you have two different entities. Also man hat hier zwei Einheiten And we've also identified that the beast und zwei Spieler. Und wir haben auch aufgezeigt, dass dieses Tier can be symbolized as the head. auch als dieser Kopf dargestellt werden kann. Singular kingdom, beast, Also es ist ein einzelnes, singulares Königreich, ein Tier, which is also 7 kings. welches auch 7 Könige sind. We have not discussed the horns at all in our study. Die Hörner haben wir in unserem Studium jetzt noch gar nicht angebracht. So, if you take the information from chapter 13 and 17, Also wenn man jetzt die Informationen aus Kapitel 13 und 17 nimmt, you have 3 verses, verse 3, verse 8, and verse 11. hat man 3 Verse, Vers 3, 8 und 11. And what we did Und was wir getan haben, was get those 3 verses and put them into 2 parts, part A and part B. ist, dass wir diese 3 Verse in 2 Teile aufgeteilt haben, Teil A und Teil B. So, those 2 parts Und diese 2 Teile are all repeat and enlargements of one another. sind alle Wiederholungen und Erweiterungen. There's a death, Da gibt es einen Tod and there's what I want to call a resurrection. und da gibt es auch etwas, was ich eine Wiederaufstehung nennen würde. Either it's called a healing, Entweder wird es eine Heilung genannt, an ascension from death, ein Wiederaufkommen vom Tod, which is resurrection, welches die Wiederauferstehung ist, which is also symbolized by a number, welches auch durch eine Nummer dargestellt werden the kann, number 8. nämlich die Nummer 8. The number 8 is a symbol, therefore, of resurrection. Und diese Zahl 8 ist ein Symbol für die Wiederauferstehung. I think most of us should be comfortable with that, Und ich denke, die meisten sollten dem vertraut sein, because if you count the days of the week, denn wenn man die Tage der Woche zählt, beginning with Sunday as number 1, wo man Sonntag mit Tag Nummer 1 anfängt, what day is number 8? dann welcher Tag ist denn Nummer 8? Sunday. Der Sonntag. And that's the day that Jesus resurrects. Und das ist der Tag, an dem Jesus wieder aufersteht. So the 8th day is the day of resurrection. Also der 8. Tag ist der Tag der Wiederauferstehung. What we've then done Was wir dann getan haben, is take all of this study ist, dass wir dieses ganze Studium from genommen the book haben, of Revelation, von dem Buch der Offenbarung, 3 chapters, 3 Kapitel, but we only studied 2 in our class. aber wir tun nur 2 in unserem Studium hier haben. And we took that and superimposed it onto verse 40. Wir haben das genommen und haben es dann über Vers 40 gelegt. And in doing so, Und indem wir das getan we haben, were forced to do what? wurden wir gezwungen, was zu tun To that verse. zu diesem Vers. What were we forced to do? Was wurden wir gezwungen zu tun? Grade part I, A and B. We were forced to take a singular verse Wir wurden dazu gezwungen, einen singularen Vers zu nehmen, which gives no indication that it should be cut, der uns keinerlei Hinweis gibt, dass er getrennt oder aufgeteilt werden sollte. and because we take the book of Revelation and superimpose it upon this, Und weil wir dieses Buch Offenbarung nehmen und darüber legen, we're now forced to get verse 40 and split it into 2 parts. sind wir nun gezwungen, Vers 40 zu nehmen und ihn in 2 Teile aufzuteilen. Even though Auch wenn a natural reading of the verse would not indicate that you would do that. eine natürliche Lesensart dieses Verses sagen würde, dass man das nicht tun muss. But the natural reading of verse 3, 8, and 11 all would force you to have 2 parts to a verse. Aber eine natürliche Lesensart von Versen 3, 11 und 8, da sieht man, dass es da 2 Teile geben würde. The death and resurrection. Der Tod und die Wiederauferstehung. It's clear that those verses teach that, Und es ist deutlich, dass diese Verse das lehren. but it's not clear that verse 40 does that. Aber es ist nicht klar, dass Vers 40 dies tut. So in order to make verse 40 into 2 parts, Also dass wir jetzt Vers 40 in 2 Teile teilen können, what you're doing is projecting passages from the book of Revelation on top of the passage in the book of Daniel. was man da tut, ist, dass man Passagen, Abschnitte aus Offenbarung über die Passage in Daniel 11 legt. Now you're
immediate response to that Die schnelle Antwort darauf, oder ja, might be the following. möge die folgende sein, According to Ellen White, in Bezug auf Ellen White. the books of Daniel and Revelation are one. Gemäß ihr sind die Bücher Daniel und Offenbarung 1. They fit like a hand in a glove. Sie sind wie eine Hand, die in den Handschuh reinpasst. Now, those statements are true Und in diese- and of themselves, Die Aussagen in sich selber sind wahr, but they don't prove aber sie beweisen nicht, that you can get these verses and project them onto verse 40. dass man diese Verse nehmen kann und sie über Vers 40 legen kann. There's not a proof that you can do that, Da gibt es keinen Beweis, dass man das tun kann. but we have decided to do that. Aber wir haben uns entschieden, das zu tun. There's a question. Question. If we can see that Revelation can be superimposed on Daniel 11:40, requiring it to be split in two parts, what of Millerite history and its version of verse 40? So, what we want to do Also was wir tun möchten, is explore. ist, dass wir entdecken möchten, erkundschaften möchten. Who's that from? Curtis. We want to explore Millerite history. Wir möchten die Milleritengeschichte erforschen. But before we explore that history, we want to explore our own. Aber bevor wir diese Geschichte erkundschaften möchten, möchten wir erst unsere eigene kennenlernen. And what I wanted us to see Und ich wollte, dass wir sehen, is the methodology that we have chosen to understand what verse 40 teaches. dass wir die Methode sehen, die wir benutzt haben, um zu sehen, was Vers 40 lehrt. And it's based upon a repeat and enlarge methodology. Und ist basierend auf einer Wiederholung und Erweiterung oder der Methode der Wiederholung und Erweiterung. That Daniel Dass Daniel is repeated and enlarged upon in Revelation, in der Offenbarung wiederholt und erweitert wird. and in a generic or a general sense, John does repeat and enlarge upon Daniel's work. Und in einer generellen Art und Weise tut Johannes auch in seinen Werken Daniel wiederholen und erweitern. However, Wie auch immer. the question is, was verse 40 repeated and enlarged upon in this specific way? Die Frage war, wurde Vers 40 hier in dieser speziellen Art und Weise wiederholt und erweitert? In the way we have constructed that. In der Art und Weise, wie wir es so aufgebaut haben. We have been so certain that our understanding is correct Wir waren uns so sicher, dass unser Verständnis richtig ist, that we have been unwilling to accept any other version. dass wir unwillig waren, eine andere Version anzunehmen, akzeptieren. And if you're not willing to see any other way of looking at these verses, Und wenn man unwillig ist, eine andere Weise Version dieser Verse zu betrachten, you can become blind, dann kann man blind werden. which is funny because all of us were blind to begin with. Welches eigentlich recht lustig ist, weil wir waren ja von Anfang an blind. When verse 40 was presented in this way, Und als Vers 40 in dieser Art und Weise präsentiert wurde, it wasn't explicitly stated da wurde es nicht speziell ausdrücklich gesagt, how verse 40 connects to, or how chapter 11 connects to chapter 13 and 17 in this way. wie Kapitel 11 verbunden ist mit Kapitel 13 und 17. I've just gone back Ich bin einfach zurückgegangen into these verses to show the connection. zu diesen Versen, um diese Verbindung zu zeigen. Once you can establish that there are two parts to the verse, Wenn man jetzt etablieren kann, dass es da zwei Teile zu diesem Vers gibt, then what you have to decide was man dann entscheiden muss, is whether or not ist, ob, there are three people introduced in verse 40 or two. dass es da in Vers 40 2 oder 3 Leute gibt, Spieler gibt. And the way this was taught to begin with Und wie das von Anfang an her gelehrt wurde, was based upon this version of history. basierte auf dieser Version der Geschichte. That in 1798, 1798, France das ist Frankreich, punished the papacy. und straft das Papsttum. So we defined
the pronoun him as the papacy. Also dieses Pronomen er haben wir als das Papsttum aufgezeigt. Then what we did Und was wir dann getan haben, was to say, ist, dass wir gesagt haben, after the death, Nach there was a diesem- resurrection. nach diesem Tod ist wieder eine Auferstehung. And in the resurrection, Und in dieser Wiederauferstehung, he, er, the papacy, das Papsttum, who had received this wound here, diese Wunde hier bekommen hat, would take revenge. würde hier Rache nehmen. And the only person he could take revenge on would be the king of the south. Und die einzigste Person, wo man hier sich dran rechnen kann, ist der König des Südens. So many years later, Und viele Jahre später, after this initial study was done, nachdem dieses ursprüngliche Studium getätigt wurde, what we said was wir dann gesagt haben, was that verse 40 is a chiasm or a repeat and enlarge. dass Vers 40 ein Chiasmus ist oder eine Wiederholung und eine Erweiterung. It says time. Weiter. So in our next study, In unserem nächsten Studium we just want to quickly review what that chiasm is and how we approached it. möchten wir diesen Chiasmus betrachten und wie wir daran gegangen sind. Because this is an unusual use of chiasm. Denn das ist eine unnormale, ungewöhnliche Art und Weise, wie man diesen Chiasmus benutzt. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. In our study of Daniel 11, In unserem Studium von Daniel 11, verse 40, Vers 40, we pray for wisdom and understanding. wir bitten dich für Weisheit und Verständnis. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen danken wir dir. Amen. Amen.